Tief im Wald, über dem Rheintal verborgen, liegen, etwas abseits des Wanderweges, die kaum sichtbaren Überreste der Burg Hochaltstetten. Legenden berichten, dass in der Ruine eine Kiste mit Goldmünzen vergraben sein soll. Finden könne sie jedoch nur der, welcher von Mitternacht bis 1 Uhr dort arbeite und kein Wort sage. Zu Beginn der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts berichteten 3 Männer, die dort gegraben hatten, ihnen sei der Teufel erschienen. Was hat es mit dem geheimnisvollen Ort auf sich? Die Suche nach Hinweisen führt uns nach Oberegg ins Bezirksarchiv. Hier stoßen wir auf den Grabungsbericht der bekannten Archäologin Franziska Knoll-Heitz, welche die Burgstelle über Jahrzehnte hinweg in mehreren Etappen untersuchte. Heute erscheint der Ort abgelegen. Doch im Mittelalter lag er an der Reichsstraße, die von Altstetten über St. Anton an den Bodensee führte. Der Burgherr sorgte für die Sicherheit der Warentransporte und war vermutlich auch für die Instandhaltung des Weges verantwortlich. Im Gegensatz zu heute war die Umgebung der Burg damals nicht bewaldet. Es herrschte freie Sicht über das Tal. So konnten Ankommende, ob Freund oder Feind, schon von weit her beobachtet werden. Doch wann wurde die Burg erbaut? Die 1975 bei den ersten Ausgrabungen gefundenen Becherkacheln weisen laut Franziska Knoll-Heitz auf eine Errichtung zwischen Ende des 12. und Anfangs des 13. Jahrhunderts hin. Vermutlich erbauten damals die Meier von Altstetten die Burg. Die Familie taucht 1166 erstmals in den Schriften auf. Ihr bekanntestes Mitglied war der Ritter und Minnesänger Konrad von Altstetten, welcher auch im Codex Manesse auftaucht. Bei den umfangreichen Ausgrabungen wurde fast die gesamte Hügelkuppe bis hinunter auf den Felsen freigelegt. Dabei kamen die unvollständigen Fundamente eines 5-eckigen Gebäudes zum Vorschein. Seine Mauern waren laut Befunden zwischen 1,5 und 2,9 Meter dick. Dies lässt auf einen stattlichen Wehrbau schließen. Innerhalb des Grundrisses wurden keine Mauerspuren entdeckt. Falls der Innenraum unterteilt war, müssen die Wände demnach aus Holz gewesen sein. Bei den Arbeiten stieß man auf eine dünne Holzkohleschicht zwischen jeweils gesundem Mauerwerk. Dies weist auf einen Brand hin. Zu welchem Zeitpunkt dies geschah, ob es ein Unfall war oder die Burg bei einem Angriff gebrandschatzt wurde, lässt sich nicht zweifelsfrei feststellen. Vielleicht besteht ein Zusammenhang mit dem Konflikt der Meier von Altstetten mit den Bodenseestädten im Jahr 1338. Die Burg wurde nach diesem Ereignis jedoch wieder aufgebaut. Weiter legte man einen in den Felsen gehauenen Kellerraum frei. Dieser war 8,7 mal 5 Meter groß. Ebenfalls gefunden wurde ein Treppenaufgang, welcher aus dem Keller hinausführte.
Außerdem entdeckte man innerhalb der Burgmauern eine große Zisterne, in welcher wohl vor allem Regenwasser gesammelt wurde. Diese ist auch heute noch als Vertiefung im Gelände gut zu erkennen. Im Verlaufe der Ausgrabungen kamen nur verhältnismäßig wenige Funde ans Tageslicht. Diese können ins 13. bis 15. Jahrhundert datiert werden. Die bereits erwähnten Becherkacheln stammen von 2 unterschiedlichen Öfen, welche sich in der Burg befanden. Weiter fand man unter anderem eine Messerklinge, die Spitze eines Pickels, eine Türangel, verschiedene Beschläge, ein Hufeisen und eine Pfeilspitze. Das auffälligste Fundstück stellt ein vergoldeter Zierbeschlag dar. Wie ist diese Fundarmut zu erklären? Laut dem Bericht von Franziska Knoll-Heitz scheint es, als wäre der Großteil des Materials innerhalb des Mauerfünfecks samt den Resten aus der Burgenzeit in neuerer Zeit vollständig ausgehoben und der Burghügel anschließend planiert worden. Geschah dies vielleicht während des Ersten Weltkriegs, als dort Soldaten eines militärischen Postens stationiert waren? Dieses Mysterium bleibt vorerst ungeklärt. Wie die Burg aussah, kann nicht mehr genau eruiert werden. Doch andere mittelalterliche Burgen in der Gegend lassen vermuten, dass hier einst ein stattlicher, mehrstöckiger Wohnturm stand, welcher den Großteil der Hügelfläche einnahm. Die Zerstörung der Burg erfolgte vermutlich in den Appenzellerkriegen im frühen 15. Jahrhundert. Zu jener Zeit verschwinden auch die Meier von Altstätten aus den Urkunden. 1420 wird die Burg das einzige Mal in den Schriften genannt. In jener Urkunde bestätigt der Abt des Klosters St. Gallen 2 Brüdern die Güter und Lehen, welche sie vom verstorbenen Egol von Altstätten geerbt hatten. Darunter auch die Ruine der Burg Hochaltstetten.